Wollt ihr wissen, was ich mit all diesem Zeug hier vorhabe? Dann bleibt dran. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu meinem allerersten Fehlkaufvideo. Review, Fazit, wie ihr es benennen wollt. Für mich ist es eher ein Fehlkaufvideo, da ich jetzt einfach nur die Sachen rausgepickt habe, mit denen ich wirklich sehr unzufrieden bin. Und ja, habe es hier mal so ein bisschen für euch präsentativ hingestellt. Ich habe hier einmal meinen allerersten Hoodie. Hier habe ich so einen Adapter. Ja, die Schuhe, die habe ich auch nicht allzu lange angehabt. Natürlich mein ach so geiler Carbon-Helm, der auseinanderfliegt. Ja, und dann wollte ich wirklich ein bisschen kurz was dazu erzählen, was hier da das Problem ist, wieso ich jetzt so viel gewechselt habe in der letzten Zeit. Also an Ausrüstungszeug. Ich denke mal, wir fangen mit dem Hoodie an. Oder ne, wir können es so machen. So. Also ich schmeiß den nicht weg, Leute. Der ist dann halt für den Sozius. Falls die Person halt keine Ausrüstung hat, kann er halt meine alten Sachen benutzen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alles wegschmeiße. Ihr könnt wahrscheinlich sehen, was hier so das Problem ist. Ich zeige es euch mal hier so. Und so mit der Kamera oben könnt ihr es wahrscheinlich sehr gut erkennen. Die Farbe durch die Sonne ist extrem verblasst. Überall so braun bis orangene Flecken. Und das sieht einfach nicht geil aus. Da merkt man einfach, dass die Farbe, die Färbung oder in der Färbung etwas schief gelaufen ist. Oder halt eben qualitativ schlechter ist. Hier, hier, weiß nicht, also es löst sich zwar nicht auf, aber man hat halt überall so extreme Flecken. Und das, Leute, nach einer Saison. Wären es jetzt irgendwie 3 Saisons, wo ich die anhatte und das viel anhatte, dann würde ich es noch verstehen. Aber nach einer Saison, und ich hatte sie ja nicht dauernd an, ist es schon ein bisschen traurig. Da ist alles, oder hier Leute, ne, das ist echt kacke, sage ich hier. Naja. Also deswegen habe ich gewechselt, auch von Alpinestars, wie ihr wisst. Die habe ich jetzt auch eine Saison angehabt und tipptopp immer noch schön schwarz. Also irgendwie komisch. Wenn wir schon bei Kors sind, machen wir doch gleich mit den Schuhen weiter. Über die habe ich euch schon mal was erzählt. Und zwar löst er sich auf. Also und zwar in irgendwie Einzelteile. Gut, man sieht schon, dass ich die ziemlich oft anhatte. Die habe ich auch seit Anfang an. Aber ich glaube, ich war gerade mal 2 Saisons mit den Schuhen unterwegs. Und hier ist einfach das Problem. Erstens sieht er schon extrem ramponiert aus. Aber das andere ist, hier überall, so hier hinten am meisten, da löst sich schon alles auf. Jetzt bei diesem Schuh anscheinend nicht so heftig, aber hier kann man es sehen, das ist auch, es geht alles weg und das ist ganz krass. Also da sieht man schon das komplette Innere. Hier fängt es auch schon an, da auch, da vorne. Geil ist einfach an den Schuhen,
dass es einen Reißverschluss hat. Man kann es dann voll an den Fuß anpassen und dann mit dem Reißverschluss kommt man wieder easy rein und raus. Das ist halt schon geil. Muss nicht irgendwie die Schnürsenkel binden und so. Also was das angeht, ist schon cool. Aber ja, qualitativ, also eben, wenn sich das irgendwie so krass auflöst, Leute, dann muss ich dann auch überlegen, wie ist das, wenn er bei einem Sturz, löst er sich dann auch ziemlich schnell auf. Also man hat dann nicht irgendwie das Vertrauen, das man haben sollte. Hier zum Beispiel, die ganze Naht löst sich auf. Das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Ja, und als nächstes, also eben Kors A. Übrigens, wenn wir schon bei Kors sind, tut mir leid, das würde ich niemandem empfehlen. Also ich habe jetzt selber den Fehler gemacht, dachte ja, ein bisschen in die günstigere Kategorie reingucken und anschauen. Gut, ich dachte auch, vor allem bei der Anfangszeit nehme ich eher etwas günstigeres, um zu gucken, bleibe ich bei diesem Hobby. Jetzt, wo ich überlege, ich musste halt trotzdem alles zweimal kaufen. Also klar, hätte ich während dieser Zeit dann aufgehört, okay, aber also wenn ich jetzt so überlege, ich hätte von Anfang an richtiges Zeug kaufen sollen. Ich hätte es ja dann auch weiter verkaufen können, hätte ich das Hobby nicht weitergemacht. Deswegen, ich empfehle wirklich diese Marke, empfehle ich keinen. Das ist rausgeschmissenes Geld, Leute. Ja, was auch rausgeschmissenes Geld ist dieser Adapter hier. Es gibt, glaube ich, 2 Firmen, die solch einen Adapter machen. 2 oder 3. Deswegen nenne ich keinen Namen, weil die sollen selber realisieren oder gucken, was sie damit machen. Ich erwähne keinen Namen, aber ich wollte es trotzdem mal ansprechen. Das ist fürs Dual-Vloggen gemacht, Leute. Man kann hier die Lautsprecher, das Sena, das Mikrofon, alles an einem Ort reinstöpseln, so dass dann auch das Dual-Vlogging richtig funktioniert. Ich habe schon einmal ein How-To gemacht, einmal mit Adapter, einmal ohne, und euch gezeigt, wie das so gebastelt wird. Und ich muss sagen, die Tonqualität war extrem beschissen als die Oldschool-Variante. Die Oldschool-Variante hat einfach 2, 3 Kabel mehr, so Switches. Ohne das, und da musste man halt einfach mit dem Y-Stecken, musste man einfach so Switches da drin bauen, damit halt alles irgendwie an einem Ort eingespleist wird. Das macht er halt einfacher, sollte es einfacher machen, dafür leidet aber die Tonqualität extrem. Also meiner Meinung nach schaltet es auf Mono um, nicht mehr Stereo. Und sobald einer ein bisschen zu laut im Dual-Vlogging redet, nur ein bisschen, ein Mühe lauter, und die Tonqualität ist total am Arsch. Ich habe etwa, glaube ich, 5 Videos, die so sind, die ich mit dem getestet habe bei der Tour letzte Saison. Voll beschissen. Also ich habe mich regelrecht geschämt für diese Videos. Diese Videos waren echt übel. Also geht gar nicht. Und das Ding hat mich 70 € gekostet, Leute. Ist schon heftig für so ein kleines Mistding. Ja, deswegen nie wieder. Empfehle ich auch niemandem. Dann als letztes und das teuerste in dem ganzen Ding. Sorry Leute, ich muss das kurz zusammenbauen. Die Wangenpolster haben sich aufgelöst. Muss ich kurz wieder anmontieren. Ja, eben, wie gesagt, es geht um den Helm. Der war auch ein rechter Reinfall. SMK Titan Nero, und zwar Carbon-Version. Ein designermäßig sehr schöner Helm, was halt auch ziemlich viel ausmachte, um es zu kaufen. Nicht gerade für einen Carbon-Helm allzu leicht. Ein bisschen schade. Das Visier, es heißt kratzfest, ist das überhaupt nicht. Die kleinsten Kratzer sieht man schon da drauf. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr was mit der oberen Kamera. Voll scheiße, musste ich schon einmal wechseln. Der Stoff fühlt sich zwar schön an, aber so wie es rangemacht ist, wird es sehr schnell ramponiert. Das kann man zum Beispiel jetzt hier unten sehen. Da ist alles gerissen. Sitzt dann auch nicht, wenn du es ein paar Mal rausgenommen hast, sitzt er auch nicht mehr so richtig drin.
Und also wirklich, also Leute, das sind auch, ich glaube, zwei Saisons bin ich mit der rumgefahren. Und schon so am Arsch. Hier der untere, der funktioniert sehr gut. Die Lufteinlässe, da bekommt man wirklich viel Frischluft. Was mir sehr gefällt. Aber der da, kann man auch weglassen. Du kannst das auch machen, aber du spürst überhaupt nichts. Also da kommt kein bisschen Wind rein. Lass es zu, dann hast du nicht so einen Buckel und ansonsten, ne, so nichts zu gebrauchen. Was auch noch ist, extrem krass, denn ich hatte vor dem eine, keine Ahnung mehr wie die hießen, NSX, kann das sein? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall einen sehr günstigen Helm für irgendwie knapp über 100 € und der war leiser als dieser Helm. Also der ist wirklich sehr laut, extrem laut und also ich musste dann dazu extra wirklich Ohrstöpsel besorgen und alles, weil es einfach auf die Dauer so reinballerte. Nie wieder. Kann ich auch nicht empfehlen. Schaut lieber, dass ihr irgendwie 50 € draufpackt und dann kauft ihr was in der mittleren Sektion, 50 bis 100 € und dann seid ihr schon in der mittleren Sektion, was Helme angeht. Kauft ihr lieber so etwas dann. Ich würde auch nicht darauf achten, dass es unbedingt irgendwie Carbon fixiert seid. Carbon, Fiberglas, also es sind alles gute Helme dabei. Da müsst ihr nicht unbedingt auf ein Carbon fixiert sein. Ja, das war's dann auch schon. Mehr gibt's eigentlich nicht dazu zu sagen, außer Leute, wartet lieber noch ein paar Monate länger und spart euch noch irgendwie 50 € zusammen und kauft dann was Gescheiteres. Ist schade. Schade um das Geld, schade für die Nerven. Also ihr werdet euch extrem darüber nerven. Deswegen lasst es sein. Denkt lieber nochmal darüber nach, ob ihr was ein bisschen teureres kaufen wollt. Und dann, also finde ich. Was Sicherheit angeht, kann ich nicht viel dazu sagen, wegen günstig oder teuer, ob die dann auch sicherer sind. Schlussendlich, sie sind alle genormt. Die darf man tragen. Also sie haben ja die Prüfung bestanden und haben ja das Gütesiegel. Also müsste es eigentlich bei einem Sturz halten und dich schützen. Klar, bis zu einem gewissen Grad, kommt ja auch darauf an, was für einen Unfall du baust. Aber ja, man kann jetzt nicht sagen, günstiger und hält nicht, also oder so. Also man verliert einfach das Vertrauen, sag's mal so. Man verliert einfach das Vertrauen, aber laut Gütesiegel sollte es ja halten. Aber ja, wenn man jetzt irgendwie 250 € dafür ausgegeben hat oder 200 €, aber zum Beispiel eine HJC oder eine Scorpion kostet dann irgendwie 300 oder 350 €, dann kaufe ich lieber die HJC oder die Scorpion oder was auch immer. Die einfach ein bisschen, ja, qualitativ ein bisschen besser gemacht sind. Laut Internet. Ja, dann war es das auch schon. Ich denke, mit dem Helm können wir alles abschließen. Ja, ziemlich kacke die Dinger. Also Schlussstrich, wirklich war nicht gerade lohnenswert. Deswegen macht nicht die gleichen Fehler. Und falls ihr auch schon irgendwelche Fehler gemacht habt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Es würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr so für Fehlkäufe gemacht habt. Wäre echt cool, wenn wir uns da irgendwie austauschen könnten. Und dann, ja, schaltet das nächste Mal wieder rein. Gebt auf euch auch. Liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Güle güle!